Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für leckere Pita-Pizzen mit einem Belag aus Hackfleisch, Gemüse und Feta-Käse. Dafür als erstes eine rote Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken, außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Zwiebeln und Knoblauch zusammen mit 400 Gramm Rinderhack in eine große Rührschüssel geben. Dann habe ich hier noch eine rote Paprika, waschen, entkernen und in feine Würfel schneiden. Zum Schluss eine kleine Zucchini längs in Streifen und danach ebenfalls fein würfeln, Paprika und Zucchiniwürfel mit in die Rührschüssel geben. Und danach geht es weiter mit den Kräutern. Da habe ich frischen Rosmarin sowie Thymian, die Blätter bzw. Nadeln gegen die Wuchsrichtung von den Stielen zupfen, anschließend fein hacken und Rosmarin und Thymian mit zum Hackfleisch-Gemüsemix in die Rührschüssel geben. Danach kommen noch die restlichen Zutaten dazu: ein gehäufter Esslöffel Tomatenmark, eine Dose gehackte Tomaten, einen Teelöffel Kumin bzw. gemahlener Kreuzkümmel, einen halben Teelöffel Zimt und natürlich eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Das war's. Jetzt alles einmal gut miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Und dann können wir die Pita-Pizzen auch schon belegen. Dafür das Pita-Brot als erstes einmal mittig halbieren, nebeneinander mit der Schnittfläche nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, dann 2 bis 3 Esslöffel der Hackmasse auf dem Pita-Brot verstreichen. Die Masse reicht für insgesamt 8 Pita-Brothälften, verteilt auf 2 Backbleche. Zum Schluss noch etwas Feta-Käse drüber bröseln und so gehen die Pizzen in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für etwa 15 bis 20 Minuten, so lange bis die Hackmasse gar und der Feta leicht gebräunt ist. Die fertigen Pita-Pizzen anschließend aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Zum Schluss für die Garnitur noch etwas gehackte Petersilie drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.